Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute backe ich Kartoffeln-Walnussbrot. Kartoffeln-Walnussbrot, jetzt ist sehr berühmt, überall kann man kaufen. Wegen das ist sehr lecker. Aber heute machen wir hausgemacht immer das Beste. Du weißt, was drin ist und machen wir mit Vollkorn-Dinkelmehl. Ist sehr gesund und kann man auch am Sonntag mit den Kindern zusammen machen. So, machen wir anfangen. Heute Zutaten sind ganz einfach Haferring, Walnuss, Vollkorn-Dinkelmehl, Kartoffeln, Frischhefe und Salz. Zum ersten Haferring ein bisschen warm machen. Ca. 35 Grad mit Fingergefühl, nicht ganz heiß. Ich verwende Haferring. Haferring hat ein bisschen süß, reagiert mit Hefe. Also, ist gut. Lass nicht zu heiß. Nur ganz kleine warm. Und das Hefe dazu. Also, lasse ich ca. 4 Stunden. Weiter mache ich die Mehlmischung. Vollkorn-Dinkelmehl, Kristallsalz, Walnuss habe ich schon geröstet. Einfach kaputt machen. Kartoffeln schälen. Und grob bleiben. Also, alle zusammen vermengen. Weiter das Hefeflüssigkeit dazu. Und jetzt gut kneten. Meistens mache ich die Teig. Kneten brauche nicht so viel Kraft. Nur mit der Hand drücken, mit dem Arm Kraft so drücken. Und das kann man viel Kraft sparen. Und easy. Mit dem Körper drücken. Einmal reck, einmal ring, einmal reck, einmal ring. Ein Elastikteil, das ist gut. Voilà. Lasse ich wieder zurück in Schüssel. Und mit einem nassen Tuch abdecken. Ca. 45 Minuten lassen. So, jetzt schon aufgegangen. Jetzt nochmal ein bisschen kneten. Und ein bisschen mehr in Gelbkorb. Ein bisschen festdrücken. Also, jetzt lasse ich noch ca. 4 Stunden abdecken und kann man backen.
Viele Stunden vorbei. Hey, Song aufgegangen. So, jetzt backen die ca. 35 Minuten. Hausgemacht Kartoffelbrot ist fertig und abgekühlt. Jetzt kann man essen. Sieht so schön aus. Viele Nüsse und luftig. Probieren? Knusprig. Hey, ich finde selber gemacht besser als gekauft. Unglaublich. Sehr lecker. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Hoffentlich du auch gerne. Tschüss.